Ich bin Marko Pogačnik. Ich komme aus Slowenien, aber diesmal habe ich ein Buch geschrieben, das eng verbunden ist mit der Schatzkammer der deutschen Kultur aus der Zeit der Romantik. Ich bin sehr nah an die Märchen, die Gebrüder Grimm aus dem Volksmund geschrieben haben. Und ich habe entdeckt, dass die Botschaften, die darin wie verborgen liegen, wichtig sind für diese Zeit und auch nutze ich sie in meinem Werk, um etwas zu erklären in der Landschaft oder bei der persönlichen geistigen Entwicklung. Ich gehe davon aus, dass alle deutschsprachige Menschen und auch anderswo in der Welt aus der Kindheit die Märchen der Gebrüder Grimm kennen. Sie haben einfach zugehört, sei es als Erzählungen oder als Walt Disney, und dass sie alle interessiert sind als erwachsene Menschen, was für Botschaften liegen darin, in diesen Märchen für die jetzige Zeit. Während meiner Arbeit mit der elementaren Welt das war mein erster Kontakt mit Grimm-Märchen, habe ich entdeckt, dass was im Märchen zum Froschkönig geschrieben steht, sehr genau entspricht dem, was ich aus der Welt der elementaren Wesenheiten der Natur kenne. Und dass darin auch eine Botschaft ist, wie wir Menschen falsch diese Welt verstehen, was dann zu ökologischen Problemen führt, weil wir die Natur nicht verstehen. Und so habe ich angefangen, meine Arbeit in der Landschaft und mit elementaren Welten mit der Hilfe der Grimmschen Märchen zu erzählen oder zu unterstützen. Und so letztens habe ich ausgewählt gewisse Märchen, wo ich Botschaften drin sehe, die sind wichtig für diese Zeit und für die Zukunft, also für diese Zeit der großen Wandlungen. Wie gehen wir um mit zerstörerischen Mächten? Wie verstehen wir die Wandlung, die jetzt geschieht in einem kosmischen und irdischen Kontext und so weiter? Ich habe dann gewisse Märchen ausgewählt und ich erzähle oder ich schreibe so, dass ich Märchengeschichte erzähle und an den Punkten, wo ich sehe, dass diese Urbilder versteckt sind im Text, dort beginne ich das zu erklären und dann fahre ich weiter mit der Erzählung des Märchens. Ich habe dazu auch Zeichnungen gemacht, die begleiten Text und es ein bisschen mehr luftiger machen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, dieses neue Werk von mir.